Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Seelenrolle Weiser und ihre Varianten nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike erläutern. Deine Seelenrolle ist besonders wichtig, weil sie deine seelische Identität und Grundessenz beinhaltet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Seelenrollen und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Echter Humor ist voll von Weisheit. Mark Twain. Wir brauchen keine Magie, um die Welt zu verändern. Alles, was wir brauchen, tragen wir bereits bei uns. Wir haben die Macht, sie uns besser auszumalen. J.K. Rowling. Durch bloßes logisches Denken vermögen wir keinerlei Wissen über die Erfahrungswelt zu erlangen. Alles Wissen über die Wirklichkeit geht von der Erfahrung aus und mündet in ihr. Albert Einstein. Die Seelenrolle Weiser ist die fünfte der 7 Seelenrollen. Weil sie sich in der Spalte der Energie 5 befindet, gehört sie zur integrierenden, idealistischen und großzügigen Grundenergie 5. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Seelenrolle Künstler auf der Expressionsebene. Bei der Seelenrolle Weiser geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch diese Seelenrolle der männlichen Dualität zugeordnet. Männliche Seelenrollen erscheinen etwas willensstärker, anpackender und nach außen gewandter als weibliche Seelenrollen. Auf dieser Folie siehst du die Gliederung des Videos. Zunächst werde ich Fakten zur Seelenrolle Weise erläutern. Danach erkläre ich die Pole und die 5 häufigsten Varianten. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Weise auf. Ich beginne gleich mit den Fakten zur Seelenrolle Weiser. Interessiert dich deine Seelenrolle, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Die Seelenrolle Weiser ist die Seelenrolle, die am 5 häufigsten auf der Erde vorkommt. Sie besitzt das Prinzip Mitteilen. Ich zitiere die Quelle. Der Weise ist weise, weil er weiß, dass Wissen nicht alles ist. Der Weise ist weise, weil er vieles, was der Gelehrte ernst nehmen muss, nicht ernst nehmen kann. Der Weise ist weise, weil er auf Wissen allein nicht angewiesen ist. Er sucht nach Erkenntnis auf eine Art, die anderen Seelenrollen nicht leicht zugänglich ist. Er möchte stets ganz eng in Kontakt mit seinen Mitmenschen sein, weil andere, wie auch immer sie sich geben mögen, ihm das Leben begreiflich machen. Der Weise erfährt sich im Austausch. Sein Wesen erblüht in der Kommunikation. Zitat Ende. Menschen mit der Seelenrolle Weiser blicken über Einzelheiten hinaus und fokussieren sich auf das Ganze. Sie möchten umfassend verstehen. Sie möchten hinter die Dinge blicken. Sie möchten aus den Einzelheiten ihrer Erfahrungen ein verstehbares Ganzes erschaffen. Menschen mit der Seelenrolle Weiser fühlen sich von bloßem Faktenwissen eher abgestoßen. Ihr Wissen entspringt schließlich nicht aus der Theorie, sondern direkt aus der Erfahrung. Sie lernen gerne von sich selbst. Im Zuge dessen greifen sie durch Introspektion auf ihre eigenen Erfahrungen aus diesem oder vergangenen Leben zurück. Zudem suchen sie Kontakt und Austausch mit anderen, um auch deren Erfahrungen zusammenzutragen und aus ihnen zu lernen. Menschen mit der Seelenrolle Weiser möchten nicht ignoriert werden und brauchen Beachtung und Würdigung von anderen. Sie wollen auf individuelle Art ihr Sein und ihre Persönlichkeit ausdrücken. Das kann sich zum Beispiel durch ständiges Schwätzen äußern. Je weiterentwickelt sie sind, desto eher machen sie durch Stille und wenige ausgewählte Worte auf sich aufmerksam. Waisenseelen sind gut im Zusammenfassen. Sie übernehmen Teilergebnisse anderer und fügen sie zu einem interessanten neuen Ganzen zusammen. Beispielsweise rezitieren sie Verse, kommentieren Sprüche und Zitate, spielen Kompositionen auf neuen Instrumenten und führen Gedanken und Ideen weiter. Im Gegensatz zur gegenteiligen Seelenrolle Künstler geht es bei der Seelenrolle Weiser also nicht um das Erschaffen von originellen und besonders einmaligen Leistungen, sondern um die Synthese.
Menschen mit der Seelenrolle Weiser drücken sich nicht nur über Worte aus, sondern über Musik, Malerei, Architektur, Schauspielkunst, Heilkunst, Psychotherapie, verwaltende Tätigkeiten und so weiter. Sie teilen sich über Gestik, Mimik, Körperhaltung und Stimme mit. Es kommt häufig vor, dass sie gute Reden halten und ästhetisch formulieren können. Menschen mit der Seelenrolle Weiser sorgen innerhalb der Gesellschaft dafür, dass sie zum Ausdruck bringen, was andere Seelenrollen erfühlen, kreieren, erforschen, erkämpfen, fordern oder für wahr halten. Zudem lieben sie es, Menschen zusammenzubringen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. Die Seelenrolle Weiser befindet sich in der Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele in der Spalte der Energie 5. Also passen zu ihr in einer abgeschwächten Form die Seelenarchetypen der Energie 5: Angstmerkmal Gier, Entwicklungsziel Akzeptieren, Modus Macht und Mentalität Idealist. Und meiner Meinung nach auch der Weg der Sehnsucht. Die Seelenrolle Weiser hat den Minuspol redselig und den Pluspol ausdrucksvoll. Menschen im Minuspol redselig haben Angst, nicht genügend Beachtung und Würdigung zu bekommen. Deswegen versuchen sie ihre Mitmenschen auf besondere Art und Weise zu beeindrucken. Sie machen alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Möglicherweise schießen sie dabei über das Ziel hinaus und fallen unangenehm auf. Die Menschen könnten übertreiben, schwätzen, heftig und laut werden. Sie verlieren den Kontakt mit sich selbst. Zudem sind sie nicht in der Lage auszudrücken, was sie wirklich an Erkenntnis gewonnen haben. Menschen im Pluspol ausdrucksvoll sind in ihrer Mitte und buhlen nicht um die Aufmerksamkeit. Sie sind gütig, ihren Mitmenschen zugewandt und anteilnehmend. Außerdem setzen sie ihre Kontaktfähigkeit bewusst ein. Im Zuge dessen sind sie gute Zuhörer. Sie können gut zusammenfassen und ihnen fällt es leicht, ihr Innerstes auszudrücken. Hast du die Seelenrolle Weiser oder glaubst du sie zu haben? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Jetzt möchte ich versuchen, dir die Seelenrolle Weiser und ihre Energie auf eine andere Art zu versinnbildlichen. Und zwar siehst du hier ein Seelenbild der Seelenrolle Weiser. Das Bild wurde erstellt von der Künstlerin Nina Kaiser. Auf ihrer Webseite weißerraum.space kannst du unter anderem Energiebilder der Seelenrollen erwerben. Nina Kaiser hat auch einen YouTube-Kanal namens Weißer Raum, in dem sie seelische Archetypen und Grundlagen der Seelenlehre auf künstlerische und originelle Art und Weise vermittelt. Sonnengelb ist eine passende Farbe zur verbindenden Grundenergie 5. Ein passendes Musikstück ist für mich Wiener Blutwalzer von Johann Strauss. Lass bei Gelegenheit mal das Bild auf dich wirken und hör dir das Musikstück an. Das nächste Thema sind die Varianten der Seelenrolle Weiser. Ich werde nun die 5 typischsten und häufigsten Erscheinungsformen ausführen. Diese entstehen aus Einseitigkeiten in der Nutzung der Grundenergie und können durch Ängste hervorgerufen werden. Es gibt natürlich auch noch weitere Erscheinungsformen der Seelenrolle Weiser, die nicht so häufig in der Gesellschaft auftreten. Die 5 Varianten der Seelenrolle Weiser sind Quasselstrippe und Wortkarger, Unmäßiger, Humorloser, Menschenscheuer und Schüchterner. Ich gehe jetzt die einzelnen Varianten durch. Die erste Variante der Seelenrolle Weiser hat die Doppelbezeichnung Quasselstrippe und Wortkarger. Menschen mit der Variante Quasselstrippe und Wortkarger kommunizieren entweder zu viel oder zu wenig. Ihnen fehlt besonnenes Schweigen, vergnügliches Lachen und verbindungsstiftende Kommunikation. Die einen zeichnen sich durch einen Redeschwall, extreme Körpersprache und eine hohe Sprechgeschwindigkeit aus. Ihr Verhalten resultiert aus der Befürchtung, nicht wahrgenommen und geliebt zu werden. Die anderen sind wortkarg und ihre Gestik und Mimik sind zurückhaltend. Sie stellen den Anspruch an sich, nur Äußerungen von großer Bedeutung zu machen. In ihren Köpfen führen sie oft ununterbrochene Selbstgespräche.
Als nächstes komme ich zur Variante unmäßiger. Menschen mit der Variante unmäßiger haben Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu finden. Sie gehen mit materiellen Gütern entweder zu großzügig oder zu kleinlich um. Die einen sind verschwenderisch und leben über ihre Verhältnisse. Sie schämen sich für jegliche Gedanken an Sparsamkeit und Zurückhaltung. Beispielsweise könnten sie Dinge verschenken, die sie selbst gut gebrauchen könnten. Oder sie könnten Rechnungen für andere bezahlen, obwohl sie das Geld eigentlich brauchen würden. Die anderen sind knauserig und geben nichts bis sehr wenig. Sie haben Angst davor, dass sie niemals genug haben werden. Zudem besitzen sie häufig den Anspruch, dass die Großzügigkeit nicht von ihnen, sondern von den Mitmenschen kommen sollte. Humorloser ist die dritte Variante. Menschen mit der Variante humorloser haben jeglichen Kontakt mit ihrem Humor und ihrer Fülle verloren. Sie haben Angst davor, den Raum einzunehmen und sich aufzudrängen. Deswegen ziehen sie sich zurück, zeigen und äußern sich ungern. Ihnen fällt es schwer, auf ihre Mitmenschen mit einem Schmunzeln oder herzhaften Lachen zuzugehen. Sie haben Schwierigkeiten, komische Situationen wahrzunehmen. Darüber hinaus kommen sie kaum auf lustige Gedanken. Sie haben Probleme, Scherze und Witze zu machen. Verhalten sich ihre Mitmenschen lustig, trauen sie sich nicht zu lachen. Viertens, die Variante menschenscheuer. Menschen mit der Variante menschenscheuer sind kontaktscheu und halten sich von ihren Mitmenschen fern. Sie vermeiden das Beisammensein mit einer größeren Anzahl von Menschen. Deswegen gehen sie jeglichen Festen, Versammlungen, Partys, Feiern, Kneipen, Gruppenreisen und Veranstaltungen aus dem Weg. Auf Dauer werden sie griesgrämig und isolieren sich immer mehr von ihren Mitmenschen. Sie verlernen den Umgang und das Verhalten in größeren Gruppen. Ihre Kommunikation könnte nur oberflächlich sein und sich auf Leserbriefe, E-Mails, Social-Media-Kommentare und Nachrichten, Radio hören, Podcasts, Lektüre, Serien und Filme anschauen beschränken. Sie haben meist nur wenige Freundschaften. Mögliche Ursachen für das menschenscheue Verhalten sind Verletzungen, die ihnen ihre Mitmenschen zugefügt haben. Zudem könnten sie befürchten, aufgrund einer Krankheit anderen zur Last zu fallen. Die fünfte und letzte Variante heißt schüchterner. Menschen mit der Variante schüchterner scheuen sich, ihre Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie würden gerne etwas hervorbringen und Anerkennung und Beifall dafür bekommen. Beispielsweise sehnen sie sich danach, Reden zu halten, ihr Schauspieltalent zu zeigen, Schulungen und Unterricht zu geben, ihre Bilder auszustellen, zu singen und so weiter. Sie träumen aber nur davon, gehen nicht in die Aktion und nutzen ihre Möglichkeiten nicht. Das liegt daran, dass sie gehemmt sind. Es mangelt ihnen an Selbstbewusstsein und Mut. Zudem sind sie übermäßig selbstkritisch und ängstlich. Sie haben Angst, vor Menschengruppen zu reden, zu versagen und sich lächerlich zu machen. Fühlst du dich von einer Variante der Seelenrolle Weiser angesprochen? Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Seelenrolle Weiser sind Thomas Gottschalk, Eugen Drewermann, Paris Hilton, William Shakespeare und Michail Gorbatschow. Weitere Beispiele für Frauen mit der Seelenrolle Weiser könnten meiner Meinung nach noch Whoopi Goldberg, J.K. Rowling und Caroline Kebekus sein. Mich würden jetzt ein paar Sachen noch interessieren. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du die Seelenrolle Weiser hast oder zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit der Seelenrolle Weiser gesammelt hast, wie du dieses Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Seelenrollen empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike. Zu den Varianten der Seelenrollen das Buch Seelenelixiere. Zur Erkundung deiner Seelenrolle das Archetypenhandbuch.
Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Seelenrolle und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.